Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Bad ohne Klo gesehen habt. Ich nämlich nicht, deswegen fehlt hier offensichtlich was. Und ihr habt ja schon 2 Videos von mir gesehen, wie ich den Einbau davon eingebaut habe. Das blende ich euch jetzt gerade mal hier oben ein. Aber ihr wollt ja noch mehr sehen, deswegen zeige ich euch jetzt heute, wie man das Klo hier ansetzt und wie man hier oben Taste einbaut. Also zunächst seht ihr hier außen solche Schneidkanten. Da schneidet ihr einfach das Ganze auf der Höhe ab, wo ihr es braucht. Das ist jetzt bei mir hier und das ist dann bündig mit den Fliesen. Dabei solltet ihr versuchen, euch nicht in die Hand zu schneiden. Das tut nämlich weh. Dann sieht das Ganze so aus. Hier innen drin befindet sich jetzt hier noch dieses Teil. Das hätte ich mir schon beim Einbau eigentlich rausbrechen können. Da soll eigentlich dieses Ding hier mit rauskommen. Der richtig funktioniert. So soll das eigentlich aussehen. Und dann ist da drin auch schon viel mehr Platz. Dann haben wir hier noch diesen Schlauch, der eingebracht werden muss. Der muss mit einem Ende hier oben dran. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr da wirklich die Gummis, die da dran sind, also hier könnt ihr es eigentlich ganz gut sehen, die dürfen auf keinen Fall abgehen oder kaputt sein oder irgendwas dazwischen geklemmt sein. Die werden auch nur handfest angezogen. Was heißt handfest? Die werden nur mit der Hand angezogen. Das ist ja trotzdem fest, weil es ja eben eine Dichtung ist. So, bevor wir weitermachen, gucken jetzt einmal, dass hier nochmal richtig Wasser kommt. Das sieht gut aus. Drehen wieder zu und schrauben das andere Ende hier unten dran. Da könnt ihr mal so ein bisschen am Schlauch wackeln, um es wirklich richtig festzuziehen. Jetzt drehe ich nochmal auf, um mal zu horchen. Sehr schön. Das hier oben lassen wir jetzt erstmal, wie es ist. Wir machen jetzt erstmal hier mit den Anschlüssen fürs Klo weiter. Das Klo ist hier neben mir übrigens auch schon gespawnt. Unsere Baustopfen hier, die können wir jetzt schon rausmachen. Die waren jetzt wirklich nur als Baustopfen da. Und jetzt habt ihr ja hier euer vorgefertigtes Loch mit diesem Anschluss. Ich könnte jetzt natürlich hier so ein bisschen Flutsche drauf machen. Mache ich jetzt aber gerade nicht. Ihr steckt das bis Anschlag rein, also bis es wirklich nicht mehr weitergeht. Dann legt ihr euch hier eine Wasserwaage an. Beziehungsweise ihr könnt es auch eigentlich einfach eine Verlängerung hiervon machen. Einfach euch hier so eine Markierung. Dann guckt ihr nochmal von oben, ob das auch passt. Dann habt ihr eure erste Markierung. Und die andere Markierung wird am Klo gemacht. Dafür braucht ihr aus diesem Baustopfen diese Dichtung hier. Hier in dem großen ist die Dichtung schon drin, da habe ich die schon reingesteckt. Oder die wurde, glaube ich, auch sogar so geliefert. Aber ihr braucht jetzt diese Dichtung hier. Und die müsst ihr aber auch wirklich richtig rum da drauf stecken. Also diese Lamellen, die haben so eine Schräge. Und die Schräge, die muss ja dann natürlich so von hinten ins Klo reingesteckt werden. Das heißt, wir müssen das auch so rum hier drauf machen, dass die Lamellen wie so ein Tannenbaum stehen. Dann stehen die richtig. Und dieses Ende stecken wir jetzt hinten ins Klo rein. So, jetzt steckt es komplett drin, ja? Also wirklich Anschlag. Da brauchen wir jetzt hier die Wasserwaage. Die legen wir jetzt hier an. Und da ritzen wir jetzt auch nochmal an, weil das ist jetzt unser nächstes Maß. Nur anritzen, ne? Nicht abschneiden. So, und jetzt messe ich den Abstand von hier nach hier. Von dem ersten, was ich gerade angezeichnet habe, und dem zweiten. Und da habe ich jetzt, wenn ich hier messe, ziemlich genau 6,2 cm. Diese 6,2 cm, die schneiden wir jetzt davon ab. Also ihr übernehmt dieses Maß, was wir jetzt hier gerade uns genommen haben von diesen beiden Messungen, und dann schneidet ihr das. Und dann hat das Rohr genau die Länge, dass es hier drin steckt und da in dieser Wand steckt. Schneidet euch das Rohr lieber 1 mm zu kurz als 1 mm zu lang, weil wenn es zu lang ist, dann könnt ihr das Klo nicht richtig an die Wand dran drücken. Und ihr habt da drin ein bisschen Spiel, also das ist kein Problem. Ich habe mir jetzt doch hier die Spatze mitgebracht und werde die erstmal hier drauf machen. Ich habe die Kanten hier abgerundet mit dem Teppichmesser, dass da nichts dran hängen bleibt, weder innen noch draußen. Den Rest schmieren wir hier rein oder hier, und das Ganze stecken wir dann ab hier rein. Und dann haben wir schon den ersten Anschluss. Das gleiche mache ich jetzt mit dem schwarzen hier. Der kommt auch erst da rein, dann hier drauf, und dann wird wieder der Unterschied hier angezeichnet und abgeschnitten. Also zum Entgraten könnt ihr echt einfach so mit dem Messer hier lang gehen. Das kriegt ihr eigentlich, dann kriegt ihr schön den Grat so runter. Tja, leider kann ich jetzt an dieser Stelle nicht weitermachen, weil mir nämlich, entweder wurde es nicht mitgeliefert oder ich habe es verschlammt, aber ich habe eigentlich alles von dem Klo
beim Auspacken in die Garage geräumt und da ist es nicht. Das heißt, hier fehlt noch so ein Schaumstoff, so eine Entkopplungsmatte. Ohne die sollte man das nicht da drauf machen, weil sonst kann es passieren, dass man Haarrisse in der Fliese generiert oder eben im Klo, weil das Klo ja wirklich der Hebel, der geht auf die Fliese. Deswegen muss ich jetzt nochmal zum Baumarkt fahren und die holen, weil ohne das hänge ich es nicht auf. Man könnte es machen, aber es geht kaputt, höchstwahrscheinlich. Deswegen muss ich jetzt leider nochmal losziehen. Was ich mal machen kann, sind hier diese beiden Montagehilfen abreißen, dass man das Gewinde nicht dreckig macht. Also im Normalfall passiert das nicht. Im Normalfall lässt sich das einfach so rausdrehen, wie das hier. Aber schauen wir mal, dann gehe ich zum Baumarkt und dann sehen wir uns danach wieder. So, die Matte ist jetzt da. Joel ist zurück vom Baumarkt und hat mich auch noch aufgegabelt. Nein, ich bin sowieso hier zum Helfen. Jetzt bringen wir aber schnell zusammen die Toilette an. Witzig, es zieht hier voll raus. Ja, besonders weil es kalt ist, weil dann hast du, das verdunstet alles, das warme Wasser, dann hast du einen Sog. Ja. Deswegen habe ich sofort alles zugeklebt, weil es plötzlich bestialisch angefangen hat zu stinken. Also als erstes haben wir die Kopplungsmatte, dann kommen als erstes diese Plastikteile hier rein. Das ist aber bei jedem Klo anders, deswegen muss man da immer gucken. Dann kommt da die Teilscheibe drauf. Ja. Nice, geil. Und dann schon die Mutter. Ja, okay. Okay, ich habe mir jetzt hier wieder Schmatze drauf gemacht, dass es auch ein bisschen flutschiger ist. Und jetzt nehmen wir einfach das ganze Klo, so wie es ist. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass ich da noch nicht silikoniert habe, aber ich komme da noch hin. Das muss ich nochmal ordentlich putzen, aber ich hätte einfach gerne ein Klo hier, deswegen hängen wir das jetzt auf. Aber es ist eigentlich nicht schwer, hier stecke ich es einfach da drauf. Und dann ist nur die Reihenfolge von den Anbauteilen wichtig. Also erst eine Plastikunterscheibe, damit nicht die Metallmutter und Unterlegscheibe auf dem Keramik aufliegt. Dann die Metallunterlegscheibe, dann die Mutter und dann gibt es am Ende noch so eine Plastikkappe, die da oben drauf macht. Die sieht dann so aus. Die ist aber nur für die Optik. Nummer 1, Nummer 2, dann die Mutter Nummer 3 und Nummer 4. Das geht doch hier vom Abstand zur Wand, weil optimal, da kann man hier noch schön den Klobürste hinstellen. Ja. Die Schraube dreht sich auch mit? Ja, die kannst du noch reinschrauben, bei Bedarf. Jetzt, wo das Klo da dran hängt, können wir auch hier bei dem Kasten oben schon mal aufdrehen, dass der Kasten sich einmal mit Wasser füllt. Alles? Ja. Okay. Den drehe ich immer ganz auf und dann drehe ich so eine halbe Drehung wieder rein. Dann Wasserwaage. Kommen wir da mit einer Ratsche rein? Nee, ne? Brauchen wir mit der Zange, kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Größe. Warte. M19. Dann hole ich mal schnell einen 19er Schlüssel. Bei den meisten Kloschüsseln habt ihr die Deckelmontage oben drauf. Es gibt aber auch welche, da müsst ihr die Kloschüssel abbauen, um den Deckel da dran zu tauschen bzw. festzumachen. Das heißt, wenn ihr einen alten Deckel habt und ihr wollt den neu machen, wenn ihr eine Wohnung neu einzieht, dann müsst ihr manchmal die ganze Schüssel abbauen und dann den Deckel tauschen und dann wieder dran bauen. Das ist natürlich äußerst unangenehm, weil du von allen Leuten siehst, was sie da fabriziert haben, aber muss halt manchmal so sein. Und da ist unser Klo in Waage. Das können wir noch testen. Das Ganze wird ja hier pneumatisch gesteuert. Das heißt, wir schließen das hier an. Da müsst ihr Pneumatisch? Ja. Krass. Da müsst ihr unendlich vorsichtig sein mit dem Draufstecken hier. Und rein theoretisch, wenn ich jetzt drücke... Ja, Mann. Läuft. Jetzt können wir an den Pool gehen und da arbeiten. Cool, oder? Ist jede Toilettenspülung pneumatisch? Nee, alle, aber die neuen alle. Also die alten nicht. Die alten machen mit diesem Hebel noch. Ja. Das gibt's auch noch, aber man darf nur auf gar keinen Fall diesen Pimmel da abbrechen. Das ist halt ein Witz, ne? Du drückst halt einfach nur diesen Knäuel rein. Ja, witzig. Wir haben gestern schön am Pool weitergearbeitet, aber jetzt geht es ja natürlich hier in diesem Video noch ums Klo. Deswegen haben wir einmal noch dieses Teil, was wir hier hinbauen müssen. Außerdem haben wir gestern als letztes dieses Ding hier hingemacht. Das werde ich jetzt bündig mit der Wand, mit dem Cuttermesser abschneiden als erstes. Weil da kommt ja dann später eine Silikonfolie hin. Dazu nehme ich mir hier mein Messer wieder, schneide mir hier nochmal, breche mir hier nochmal ein Stück Klinge ab, dass ich wieder eine scharfe Klinge habe. Dann gehe ich einfach hierher und schneide das wirklich bündig ab. Also ihr wollt dann da wirklich diesen Abstand haben, dass ihr dann dort euer Silikon reinmachen könnt, weil sonst hält das Silikon noch nicht richtig. Auf der Unterseite könnt ihr das natürlich ein Stück überstehen lassen, ist aber kein Muss oder kein Soll, sondern einfach nur, könnt ihr machen. Ihr müsst halt nur so abschneiden, dass man es nicht sieht. Wichtig ist auch, wenn ihr dann hier Silikon drum macht, dass ihr nur 3 Seiten macht. Unten niemals Silikon, weil wenn da irgendwas undicht wird, wollt ihr das sehen. Dann läuft es auf die Fliesen und dann sieht man das. Deswegen da kein Silikon. So, jetzt haben wir hier eine schöne Schüssel, die auch funktioniert. Jetzt wollen wir natürlich als nächstes hier unseren Klodeckel aufbringen. Dazu gibt es auch eine Schablone, und zwar diese hier.
Die wurde jetzt dann mitgeliefert, also ist ganz witzig. Ist relativ simpel, das zeige ich euch jetzt nochmal eben. Die sind aber eigentlich immer ziemlich selbsterklärend. Also ihr habt eben diese beiden Pins, die werden hier durchgesteckt. Das ist wie so ein Dübel und die müssen halt einfach parallel stehen. Da gibt es immer eine obere Seite und eine unten Seite. Ich weiß nicht, ob dieser Abstand hier genormt ist, auch mit diesen 144 mm. Ich glaube aber nicht. Genau, aber dann macht ihr das so hier hin. Dann könnt ihr den mal da drauf legen und gucken, wie weit wir sein wollen. Ein Klickmechanismus eigentlich nur hier. Genau, habt ihr es gehört? Und dann wollt ihr natürlich gucken, dass die gerade stehen, zum einen. Und zum anderen müssen wir weit genug nach hinten rutschen, dass wir hier vorne bündig sind. Wir wollen, geht gar nicht so weit nach hinten. Müssen wir mal gucken. Wurde aber als ein Set geliefert, also eigentlich sollte das schon gehen. Okay, also hier gibt es diese beiden Pins, die drückt man rein und dann kann man es rausziehen. Das ist ziemlich easy gemacht. Und vielleicht nehme ich doch mal diese schöne Schablone hier, weil da sieht man genau den Abstand, den man einhalten muss. Und dann hole ich mir jetzt einmal, guck, das ist der richtige Bit. Und den mache ich jetzt hier vorne rein. Und mit dem Bit, guck, können wir jetzt hier das hier langsam reindrehen. Siehst du es? Und es auch wegdrehen. So, jetzt stecken wir das hier nochmal drauf. Soft Close. Ja, das ist geil, ne? Soft Close, das gefällt dir, ne? Ja. Das sieht 1A aus. Hier vorne schön bündig, so machen wir es fest. Dann kommen hier diese beiden Abdeckblenden drauf. Die rasten so ein. Sehr schön. Und jetzt Deckel drauf. Soft Close genießen. Bam. Fertig ist das Klo. Der letzte richtige Schritt zum Einbau vom Klo ist jetzt hier oben den Taster anzubringen. Der wird mit 2 Schrauben gehalten. Keine Ahnung, warum hier 4 Schrauben mitgeliefert werden. Da habt ihr auf 2 Seiten hier dieses bewegliche, diese Feder quasi. Und an dieser Feder wird dann später das eingehängt. Die muss immer nach unten. Das heißt, ihr wollt hier oben diese beiden Pins, die hier oben sind, die wollt ihr auf jeden Fall nach oben haben. Und dann wird das einfach nur hier so drauf gesteckt. Ihr könnt alternativ hier außenrum nochmal Silikon machen, dass da nicht so viel Spiel drin ist. Habe ich jetzt tatsächlich schon überlegt, aber mache ich jetzt nicht. Sehe ich jetzt gerade nicht ein. Dann habt ihr hier oben, also es sind wie gesagt nur 2 Schrauben. Eine hier oben, da könnt ihr das Ganze noch mal ein bisschen ausmitteln. Wichtig ist halt auch, dass ihr das hinten wirklich bündig auf 0 abgeschnitten habt. Weil wenn ihr das nicht bündig mit der Wand abgeschnitten habt, dann steht euer Taster dann später von der Wand ab. Ernsthaft? Zum Glück ist das Klo noch nicht benutzt. Eine Schraube im Klo, ich lieb's. Da können wir jetzt natürlich auch noch mal schön hier unsere Wasserwaage anlegen auf das Teil. Ah, ist perfekt in Waage. Hat ihr aber eigentlich nicht viel Wahl, ne? Also, wo soll's hin? Das könnt ihr schon anziehen, aber halt nicht auf Spannung so, ne? Also, auch hier wieder nach fest kommt ab. Ich hoffe übrigens, dass ich ordentlich genug gearbeitet habe, dass das hier abgedeckt ist. Ich hoffe es sehr. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Und dann ist hier dieser Mini-Pinüppel dran. Da steckt ihr diesen blauen Schlauch, der hier drin hängt, drauf. Weil, wie gesagt, das Ganze ist pneumatisch. Den solltet ihr auch versuchen, bis Anschlag drauf zu stecken. So, und alles, was dann noch bleibt, ist hier das Ganze von unten gegen diese Federn anzulegen und hochzudrücken. Und wenn ihr es loslasst, hängt es drin. Dann könnt ihr es nochmal abwischen. Mit einem Lappen natürlich. So, und jetzt drücke ich und es spült. Also alles top. Wieder was gelernt. Also mir ist gerade was passiert, was mir noch nie passiert ist. Wirklich noch nie. Mir ist beim Einbau, habe ich vergessen, die Bolzen weit genug reinzudrehen. Jetzt habe ich gerade die Beine nochmal gelöst, die Muttern, um die Bolzen halt weit reinzudrehen, damit eben diese Schönheitskappen da drauf passen. Das, was ich euch schon mal erzählt habe gestern. So, jetzt war ich gerade dabei, das wieder ein bisschen anzuziehen. Bin mit dem Schlüssel wirklich beim Runtergehen gegen die Schüssel gekommen. Es macht BAM! Und die Schüssel ist gerissen. Das hatte ich noch nie. Also ich habe jetzt bestimmt schon 30 Klos oder so aufgehängt. Also, dass das passiert, kann nicht sein. Ich denke, dass die irgendwie bei der Lieferung was abbekommen hat und jetzt eben mein Ziehen oder mit dem Schlüssel dagegen kommen, wirklich so beim Festziehen. Das ist deswegen kaputt gegangen ist. Ich zeige euch mal. Das kannst du keinem erzählen, wirklich. Guckt euch das an. Es ist einfach quer hier durchgerissen bis hier runter. Hier bin ich mit dem Schlüssel dagegen gekommen. Hier oben alles kaputt. Kann ich direkt so zum Müll fahren. Naja, erstmal baue ich den Deckel wieder ab, ne? Dann können wir den Deckel wenigstens fürs nächste benutzen.
Es ist ja zum Glück nicht so, dass ich nur ein Klo habe. Wir haben ja für andere Gäste-WC, haben wir auch noch ein Klo. Das werde ich jetzt halt hier erstmal aufhängen und dann für da eine andere Schüssel bestellen. Ja, ärgerlich, aber gut. Ist halt so. Ich habe jetzt hier wieder so eine Fleischerwanne, die ist immer perfekt, um ein Klo aufzuhängen. Die kann man sich hier schön daneben stellen. Und dann kann man das Wasser, das aus dem Klo rausläuft, kann man schön hier reinlaufen lassen. Und um es abzuschrauben, könnt ihr euch schön mit euren Knien hier hin tun, damit ihr eben das Moment von dem Klo abfangt. Es ist nicht mal fest angezogen. Könnt ihr hier mit einem kleinen Finger. Also das ist echt ein Witz. Meine Schätzung ist, dass es einfach irgendwie bei der Lieferung eins aufs Maul bekommen hat. So. Wenn ihr das so macht, dann läuft euch da auch gar nicht so viel hier auf den Boden. Also ihr seht, das ist jetzt hier ein bisschen, das ist aber ja gar nicht tragisch. Ärgerlich. So ist es hier einfach gebrochen. Bam! Kaputt. Erstmal werde ich das jetzt hier noch ein Stück reindrehen. Gehe ich auf 7 cm rein. Aber besser so, als dass irgendwann mal ein Mieter hier drauf sitzt. Das Klo bricht ab. Ja. Dann nehme ich jetzt hier mal das nächste. Was übrigens genau das gleiche ist. Man kann jetzt hier natürlich alles lassen, sonst alles andere passt ja. Wir haben hier noch Vermiet drauf, nicht Vermiet, Schmatze. Das wird auch noch drauf flutschen jetzt. So, neues Klo ist montiert. Gleicher Deckel und ich kriege wahrscheinlich das gleiche Klo nochmal von einem Freund. Der hat sich das auch bestellt und die renovieren auch gerade. Aber die finden die Kloschüssel hässlich. Jetzt wisst ihr, wie man so ein Klo einbaut und was man nicht tun sollte. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ich konnte euch helfen. Das Ganze ist wirklich gut geworden. Ich meine, das ist jetzt schon hier ein paar Tage in Benutzung. Ne? Also ich meine, Baustellenbenutzung. Ich kippe hier immer mein Rest Wasser weg. Aber es ist wirklich gut geworden. Schönes Silikonfuge drumherum. Das Ding hier auch gut abnehmbar. Also alles super. Bin zufrieden damit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und natürlich auch meinen Kanal abonniert. Und ansonsten bis zum nächsten Video von Joel Doing. Ciao.